Parteien machen viel häufiger für diejenigen Politik, die auch zur Wahl gehen, statt für die, die zu Hause bleiben. Das bedeutet für uns junge Leute, wir müssen zur Wahl gehen. Moin! Wir leben in politisch extrem angespannten Zeiten und für uns junge Menschen steht ordentlich was auf dem Spiel. Nach dem Abschluss von Schule, Ausbildung oder Studium hängen viele von uns einfach immer wieder in dieser Dauerschleife fest von Praktika. Viele finden sogar überhaupt keinen Job, obwohl sie eine extrem gute Ausbildung hatten. In großen Städten explodieren die Mieten und die Zukunft, die kann einem richtig Angst machen. Rechtspopulismus, Hass, Hetze, steigende Temperaturen und schmelzende Polkappen. Ist das die Welt, in der wir leben wollen? In der wir eine Familie gründen wollen? In this place they know only as Waterworld. Ganz sicher nicht. Und wenn wir eine andere Zukunft wollen, dann müssen wir jetzt ordentlich Druck machen. Und wir müssen als junge Generation ganz klar machen, dass wir am längsten auf diesem Planeten leben werden und mit diesem Planeten leben müssen. Deswegen finde ich, haben wir bei den Entscheidungen heute ein ganz krasses Stück mitzureden. In Europa sind wir 142 Millionen Menschen unter 30. Wir haben eine extrem starke Stimme, mit der wir richtig was bewirken können. Aber wir müssen sie auch nutzen. Denn wenn wir das nicht tun, kann ordentlich was schieflaufen. So wie 2016. Da war das Brexit-Referendum. Wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass 70% der jungen Menschen für Remain gestimmt haben. Also dafür, dass Großbritannien in der EU bleibt. Trotzdem ist daraus nichts geworden. Und warum? Weil die alten Leute für den Austritt gestimmt haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, die älteren Britinnen und Briten haben die Jüngeren um ihre Zukunft gebracht. Um die Chance, in Europa frei reisen, arbeiten, lernen, lieben, leben zu können. Und das stimmt auch. Aber es ist halt nur die eine Seite der Wahrheit. Denn Fakt ist auch, es haben viel zu wenig junge Menschen den Arsch hochgekriegt, um wählen zu gehen. Bei den jungen Menschen sind ungefähr 65% zur Wahl gegangen. Und von den Alten fucking 90%. Wenn man diese Zahlen nüchtern und fachlich analysiert, bleibt einem nur eins zu sagen. Leute, warum seid ihr nicht wählen gegangen? Wie blöd! Aber jetzt mal im Ernst. Das Brexit-Votum ist auch kein Einzelfall. Wenn wir uns zum Beispiel die Wahlbeteiligung in Deutschland anschauen, da steht da 81% für die Boomer und nur 67% für die unter 25-Jährigen. Wisst ihr, die Sache ist die, wenn wir den Planeten retten wollen, dann müssen wir ein paar Dinge massiv ändern. Wir müssen unsere Eltern und Großeltern überzeugen, die Sachen anders zu machen, als die das jahrelang getan haben. Das ist schon schwer genug. Aber was als Problem noch hinzukommt, die Gesellschaften werden immer älter, weil wir weniger Kinder bekommen und länger leben. In den letzten 30 Jahren ist das Durchschnittsalter von 38 auf 44 gestiegen. In ganz Europa leben mehr SeniorInnen als Kinder. Und Deutschland ist das drittälteste Land der Welt. Und in einer Demokratie bedeutet Masse eben auch politischen Einfluss. Wenn es immer mehr ältere Menschen gibt und die dann auch noch häufiger zur Wahl gehen, dann ist doch ganz klar, dass die Parteien eher für die Politik machen, als für diejenigen, die zu Hause bleiben. Selbst der deutsche Staat befürchtet, aufgrund des wachsenden Anteils über 60-jähriger Männer und Frauen an den Wahlberechtigten sowie ihrer überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung beeinflussen ältere WählerInnen immer stärker den Wahlausgang und damit möglicherweise auch die Politik. No shit, Sherlock. Wenn wir jungen Menschen unsere Interessen vertreten haben wollen, wenn wir als politische Kraft wahrgenommen werden wollen, wenn wir wollen, dass Politik für Zukunft gemacht wird, dann müssen wir jungen Leute auch echt wählen. Wir brauchen jüngere WählerInnen. Deswegen setze ich mich zum Beispiel in Deutschland und in Europa für ein Wahlalter erstmal ab 16 ein. Später aber stelle ich mir ein Wahlalter ab 0 vor. Weil jeder Mensch eine politische Stimme verdient hat. Egal, ob er oder sie 16, 18 oder 3 Jahre alt ist. Und wir brauchen mehr junge Menschen in den Parlamenten. Klar, auch junge ParlamentarierInnen können komplette korrupte Nieten sein und mit Wirtschaftsbossen und Rechtspopulisten abhängen. Aber das Durchschnittsalter in den Parlamenten ist einfach viel zu hoch. Und das tut einer Gesellschaft nicht gut. Was wir brauchen, ist eine Verjüngung der Politik. Um das zu schaffen, müssen junge Menschen schon früh Demokratie lernen und auch wirklich Verantwortung bekommen.
Ich will, dass wir SchülerInnenräte haben, die wirklich in den Schulen mitentscheiden können. Dass in den Kommunen ein Jugendbudget eingeführt wird, wo Jugendliche den Ort wirklich mitgestalten können. Und dass junge Menschen auf Gesetzgebungsverfahren echten Einfluss bekommen. Worauf ich keinen Bock habe, sind so Demokratiespielchen, bei denen junge Menschen nach ihrer Meinung gefragt wird und diese dann einfach in einer Schublade verschwindet. Und kein Politiker und keine Politikerin schaut sich das jemals wieder an. Aber hey, es gibt Grund zur Hoffnung. Bei der letzten Europawahl war die Wahlbeteiligung so hoch wie seit 25 Jahren nicht mehr. Und das lag vor allen Dingen daran, dass junge Menschen zur Wahl gegangen sind. Und sieh da, jetzt gibt es von der europäischen Seite ein Klimaschutzgesetz, ein European Green Deal, ein Umbau der Wirtschaft und mehr Digitalisierung. Das ist alles bei weitem noch nicht genug, aber es ist so viel, viel mehr als das, was die Politik davor jemals für Klimaschutz und junge Forderungen getan hat. Und das zeigt, wenn junge Menschen eine Forderung haben, dafür auf die Straße gehen und vor allen Dingen wählen gehen, dann senden sie damit eine Message an alle alten PolitikerInnen. Und zwar, mach keine Politik mehr für die Boomer, sondern mach endlich Politik für uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass ihr Bock habt, in die Politik zu gehen. Weil es ist wichtig, dass wir junge Leute haben da drin, die ein paar neue Ideen mit reinbringen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, von dem Wahlalter mit 0. Und ansonsten lasst gerne einen Daumen hoch da. Bleibt sicher, bleibt gesund und vor allen Dingen permanecer unidas en la diversidad.